Die weiße Straßenkatze, ein verschwommener Fellball mit frenetischem Miauen, raste die Straße entlang, eine Blechdose wackelig auf ihrem Kopf. Es war ein grausamer Anblick, und die Bewohner dieser kleinen Stadt in Oklahoma sahen entsetzt zu, wie das Tier versuchte, sich zu befreien. Eine gute Seele entfernte schließlich die Dose, aber die Katze, verängstigt und desorientiert, verschwand in der Gasse. Brian Shepard, der Manager des örtlichen Lebensmittelgeschäfts, hörte später an diesem Tag die Geschichte. Ein Stich der Besorgnis schnürte ihm die Brust zu. Er konnte das Bild der leidenden Katze nicht aus dem Kopf bekommen, ihre Augen weit vor Angst. »Ich werde sie finden«, murmelte er, ein Versprechen an sich selbst. Er schnappte sich ein Hähnchen aus der Delikatesse und machte sich auf den Weg. Er verbrachte die nächsten Stunden damit, die Gassen abzusuchen, seine Stimme rief leise. Gerade als er aufgeben wollte, sah er sie. Sie saß am Hintereingang des Ladens, ihr weißes Fell verfilzt und ihre Augen matt vor Erschöpfung. Er näherte sich langsam und bot ihr ein Stück Hähnchen an. Sie nahm es an, ihr Hunger überwog ihre Angst. 2 Tage später war sie zurück. Brian, der mit einem Gast rechnete, eilte mit einem frischen Stück Fleisch hinaus, erstarrte jedoch. Er bemerkte eine winzige weiße Gestalt, die sich neben ihr niedergelassen hatte, gefolgt von einer weiteren und noch einer. Winzige Kätzchen, nicht älter als ein paar Tage. Es war unmöglich, sie jetzt wegzunehmen, wurde ihm klar. Ihre Babys waren auf sie angewiesen. Er richtete ihr ein provisorisches Zuhause ein, eine Katzentoilette, Futternäpfe und einen Haufen weicher Handtücher für die Kätzchen. Sophie, wie er sie liebevoll nannte, nahm seine Angebote mit einem leisen Schnurren an. Sie kam oft in sein Büro, sprang auf seinen Schoß und schubste sich an ihn. Eines Tages sah er Sophie nahe der Straße, auf dem Weg zu einem kleinen, baufälligen Haus. Sie besuchte ihre Besitzerin. Die Erkenntnis traf ihn wie ein Schlag in den Magen. Sophie hatte ein Zuhause, eine Familie. Er konnte sie niemals wegnehmen. Der Herbst legte sich über die Stadt und färbte die Blätter in Gold- und Rottönen. Sophie kam weiterhin zu Brian, oft brachte sie ihre Kätzchen mit. Er beobachtete, wie sie spielten, ihre verspielten Streiche erfüllten sein Büro mit Wärme. Er erfuhr, dass Sophies Besitzerin eine ältere Frau war, die Mühe hatte, sowohl sich selbst als auch ihre Katze zu versorgen. Eines Tages kam Sophie nur mit 3 Kätzchen. Wo war das 4.? Tage wurden zu Wochen, und das vermisste Kätzchen wurde nicht wieder gesehen. Die Sorge, die Sophies Gesicht zeichnete, war ein Spiegelbild von Brian eigener. Er hatte sich an sie gewöhnt, an alle von ihnen. Sie waren seine Familie, und er konnte den Gedanken nicht ertragen, dass einer von ihnen verletzt wurde. Dann, eines Morgens, sah er eine vertraute weiße Gestalt vor dem Laden sitzen, aber diesmal wurde sie von einem kleinen, schwarz-weißen Kätzchen begleitet. Er wusste sofort, das war das vermisste Kätzchen. Es hatte seinen Weg zurück zu seiner Mutter und seiner neuen Familie gefunden, der Familie, die sie in ihr Herz aufgenommen hatte. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.